Ich habe viele Jahre gewartet auf Untersuchungen, auf Ergebnisse, auf eine Diagnose, weil ich dachte, solange ich nicht weiß, was eigentlich los ist, kann ich ja auch nichts tun. Damals fand ich es logisch, erst einmal herauszufinden, was eigentlich los ist, denn ich hatte Beschwerden, die einfach nicht wieder weggingen und keiner konnte mir erklären, warum. Ich spürte, dass etwas nicht stimmt und war die ganze Zeit auf der Suche nach einer Erklärung. Es musste doch einen Grund geben für diese Erschöpfung, für die Schmerzen und für all die anderen Symptome. Und für mich war es deshalb damals richtig, Untersuchungen abzuwarten, Termine bei Fachärzten oder in Kliniken. Das fühlte sich einfach für mich damals richtig an. Vor allem, weil ich ehrlich gesagt auch Angst hatte, dass da vielleicht etwas Ernstes dahinter steckt. Irgendwas Seltenes, etwas, das man nicht so leicht findet. Das war immer meine größte Sorge. Und in so einer Situation, da will man ja auch nichts falsch machen und man will es auch nicht noch verschlimmern, das Ganze. Also habe ich die ganze Zeit nur abgewartet, in der Hoffnung, dass danach klar ist, wie es weitergeht. Am Anfang habe ich das Warten noch gut ausgehalten. Es fühlte sich ja sinnvoll an. Das war damals der einzige Plan, den ich hatte. Ich habe mir immer wieder gesagt, jetzt noch diese Untersuchung, jetzt noch den Termin und dann weiß ich mehr. Und jedes Mal war da kurz diese Hoffnung, vielleicht kommt jetzt endlich die Erklärung. Vielleicht fügt sich jetzt alles zusammen. Aber das ist nicht passiert. Stattdessen lief vieles sehr schleppend, Untersuchungen zogen sich und der Hausarzt, der das Ganze begleitete, der hatte auch relativ schnell dann keine Ideen mehr. Und irgendwann ging es dann vor allem in eine Richtung, Psyche. Ich bekam dann Antidepressiva verordnet und damit ging es mir richtig schlecht. Und ein anderer Arzt, der hatte schon Jahre vorher gemeint, ich hätte nur eine Neurose. Ja, und gleichzeitig hieß es immer wieder, alle Werte sind in Ordnung, herzlichen Glückwunsch, da ist nichts. Und das sollte mich wahrscheinlich beruhigen, aber es hat mich nicht beruhigt. Denn meine Beschwerden, die waren ja noch da und mein Alltag auch. Also habe ich erstmal weiter funktioniert, so gut ich konnte. Ich habe versucht, alles irgendwie aufrechtzuerhalten. Und gleichzeitig habe ich gemerkt, dass ich innerlich feststecke. Ich war ständig im Wartemodus, nicht nur bei Ärzten, sondern auch schon im eigenen Kopf. Gedanklich habe ich alles auf später verschoben, auf den Moment, wenn endlich klar ist, was los ist. Irgendwann habe ich dann aber gemerkt, dass dieses Warten einfach nicht aufhört. Und nun musste doch endlich mal was passieren, denn meine Beschwerden, die waren ja immer noch da. Mein Leben lief weiter, Jahr für Jahr, und ich wurde immer älter. Und da kam für mich dann ein Punkt, an dem sich innerlich was verändert hat. Mir wurde irgendwie klar, ich kann nicht darauf warten, dass mir irgendwann mal jemand sagt, wann ich anfangen darf, mich um meinen Körper zu kümmern. Und da wusste ich, so kann es einfach nicht weitergehen. Und da habe ich dann aufgehört, nur zu warten. Aber natürlich fragt man sich auch, was mache ich denn jetzt stattdessen? Und als erstes habe ich damit begonnen, mich intensiver mit Ernährung zu beschäftigen, weil ich spürte, dass es da einen Zusammenhang gibt. Mir ging es damals insgesamt wirklich schlecht. Nicht nur wegen der Schmerzen oder der Erschöpfung, das auch ganz klar, aber auch im Bauch. Und diese ständigen Beschwerden, dieses Gefühl, dass der Körper irgendwas nicht richtig verträgt, aber niemand einem sagen kann, was eigentlich los ist, das hat so genervt und das hat so beunruhigt. Mein Arzt hat mir damals eine Ernährungsberatung verordnet. Da wurde mir eine glutenfreie Ernährung empfohlen und das habe ich natürlich auch ernst genommen und auch konsequent umgesetzt. Aber es hat überhaupt nichts verändert. Keine Erleichterung, keine Besserung, das war nicht der Burner. Und das habe ich später dann noch oft erlebt. Man bekommt eine Empfehlung, setzt sie um und hofft, dass endlich was passiert. Und dann passiert nichts. Danach zum Beispiel, da habe ich mich an den Ernährungsvorgaben von Dr. Weiß orientiert. Das ist ein deutscher Fibromyalgiearzt, der darüber Bücher geschrieben hat. Und das klang alles sehr logisch, sehr fundiert. Aber bei mir hat es die Beschwerden eher noch verstärkt. Und das hat mich dann damals wirklich geschockt, weil ich gemerkt habe, selbst Dinge, die von Fachleuten kommen, funktionieren für mich nicht. Das war echt ein Schock. Und trotzdem habe ich natürlich irgendwie weitergemacht. Nicht, weil ich plötzlich einen großen Plan hatte oder so, sondern weil einfach was passieren musste. So konnte das einfach nicht bleiben. Und durch Zufall bin ich dann auf das Thema Low Carb gestoßen.
Ich habe ein bisschen gelesen, habe mir Bücher besorgt und einfach angefangen, irgendwie. Ich war total gespannt, was wohl passiert. Und ich hatte auch kurz darauf einen Termin bei einem Privatarzt in Hamburg, der mir ebenfalls zu Low Carb geraten hat. Das bestärkte mich dann natürlich auch. Und in der Zeit war es das erste Mal, dass ich sowas wie ein positives Feedback von meinem Körper bekommen habe. Die Beschwerden waren zwar nicht weg und mir ging es nicht plötzlich gut, aber es passierte was. Alles wurde irgendwie ein kleines Stückchen erträglicher. Und genau das war neu. Ab diesem Punkt bin ich dann immer tiefer in das Thema eingestiegen. Und das nicht, weil ich Ernährung spannend fand, ganz bestimmt nicht, sondern weil ich gemerkt habe, dass mein Körper wirklich darauf reagiert. Ich habe viel ausprobiert, ich habe viel getestet und auch vieles wieder verworfen. Und irgendwann habe ich sogar eine 9-monatige Ausbildung gemacht, um das alles besser zu verstehen, um herauszufinden, was für mich funktioniert und was eben auch nicht. Und über die Jahre habe ich dabei gemerkt, dass das, was man unter Low Carb oft versteht, bei chronischen Beschwerden häufig nicht ausreicht. Gerade bei Erschöpfung, bei chronischen Schmerzen, Reizdarm, Schlafproblemen oder kognitiven Schwierigkeiten, da reicht es einfach nicht. Und dazu kommen bei vielen noch Unverträglichkeiten wie Histamin, Fructose, Milchprodukte oder irgendwelche anderen individuellen Baustellen. Und dann braucht es oft eine deutlich individuellere und manchmal auch strengere Umsetzung. Nicht unbedingt für immer, aber als Weg, um dem eigenen Körper zu helfen. Und was ich daraus vor allem gelernt habe, dass auch Irrwege Teil des Fortschritts sein können, auch wenn man Irrwege natürlich nicht will. Dass aber etwas, das nicht funktioniert, trotzdem wichtig ist und dass Bewegung, selbst in kleinen Schritten, etwas ganz anderes ist als jahrelanges Stillstehen. Später habe ich mich dann auch mit Vorgängen im Körper beschäftigt, mit Stress, Belastung, Erschöpfung und auch mit Nährstoffen. Das alles nicht eigentlich aus Interesse, sondern weil ich mir selbst helfen wollte und auch musste. Ich hatte ja gar keine andere Wahl mehr. Was blieb mir noch übrig? Ich habe mir viel Wissen angeeignet, weitere Ausbildungen gemacht, vieles ausprobiert und vieles auch wieder verworfen. Nicht alles hat funktioniert, aber so bin ich weitergekommen, Stück für Stück. Solchen Input und viele weitere Impulse für den Alltag findest du übrigens auch auf meinem WhatsApp-Kanal. Dort teile ich Wissen und Selbsthilfe direkt aufs Handy. Und das ist ganz ohne Gruppe, das ist ohne Austausch und natürlich ist das auch kostenlos. Wenn dich das anspricht, den Link findest du in der Videobeschreibung. Ja, mittlerweile geht es mir nicht mehr darum, gesund zu werden, denn das werde ich nicht mehr. Ich bin jetzt 60 und ich habe meine Zipperlein und die werden bleiben größtenteils. Für mich geht es darum, Wege zu finden, die mein Leben leichter machen und mir mehr Lebensqualität geben. Und eine Sache, die sich bei mir spürbar verbessert hat, das sind diese entzündlichen Schmerzen, dieses Gefühl, als wäre im Körper irgendwas innerlich entzündet und das besonders so was bei mir in stressigen Phasen. Und lange wusste ich nicht, warum sich das überhaupt so anfühlt. Erst später habe ich verstanden, was dabei im Körper eine Rolle spielen kann und warum Omega-3 hier für mich wichtig war. In diesem Video hier, da gehe ich genau darauf ein und vielleicht sehen wir uns da ja wieder. Bis bald.